Ein Familiengrundriss von Hobby, der T65 HKM Modelljahr 2021. In Bayern filmen wir und er hat Stockbetten im Heck, hat eine Mittelküche, alles anders wie das, was Sie vielleicht kennen, denn dieses besondere Konzept von einem Fahrzeug, was nicht sehr breit ist, denn es ist ungefähr so breit, vielleicht einen Ticken breiter wie der Aufbau von Fiat Ducato selber, also damit sehr, sehr handlich von der Breite her und das zeichnet die Hobbyfahrzeuge aus, diesmal auf Citroën. Und wir wollen nicht groß drum rumreden, wir müssen euch das Auto einfach mal von innen zeigen, denn es ist ein geniales Konzept, wenn man zu viert unterwegs ist und viel Platz braucht und trotzdem sich optimal vereinzeln möchten, dann hat man, glaube ich, hier ein ganz tolles Fahrzeug, denn ich habe einen Heckbereich, zeige ich ja gerade die technischen Daten, 6,99 Meter Länge und eine Breite von 2,33 Meter, ein bisschen breiter wie der schmalste, 2,85 Meter Höhe und hier eine Zuladung von 515 Kilogramm. So sieht das Heck aus. Ist also ein Ticken breiter, etwa 15 cm wie der schmale On-Tour Edition. Und hier sieht man also direkt, ich habe also hier eine Heckgarage, habe also über der Heckgarage ein Bett, nicht nur ein Bett, sondern gleich zwei. Oben drüber ist noch ein Bett, das zeige ich euch gleich. Und das Bett kann ich natürlich auch anklappen und habe dann die Möglichkeit, hier noch die Ladung zu erhöhen. Das kann ich ausbauen, zusammenklappen. Aber das Beste ist, wir gehen gleich mal rein. Das Ganze hier natürlich mit ordentlichen Materialien, einer Gasdruckfeder. Also muss immer sehen, wir sind hier bei knapp über 55.000 Euro und dafür, denke ich, ist die Qualität wirklich toll. 56.006 Euro, ich korrigiere, und das ist mit 16% und 57.455 Euro. Das ist die Basisnummer, 165 PS, ein Jumper mit Klimaanlage natürlich, Fahrer- und Beifahrersitz mit Wohnraumstoff überzogen, wie bei fast allen. Die Aufbaufenster übrigens leicht aufbauend, doppelverglast. Das ist die Aufbautür mit einem Abfalleimer dabei. Hier kann ich mich festhalten. Hier an der Seite habe ich dann direkt mal die Möglichkeit, hier was einzuzurren. Das kann auch zum Beispiel ein Regenschirm sein. Das Licht schalte ich zentral direkt am Eingang ein. Hier habe ich mein Fliegenschutzgitter. Die Tür ist am Heck. Ich steige also im Heck ein, was mir persönlich gut gefällt. Was ganz anderes. Also Stockbett Nummer 1 mit Fenster und Stockbett Nummer 2 mit Fenster und Rausfallschutz natürlich. Der ist hier oben drauf, kann dann hier eingehangen werden. Und das wäre so mein Bett. Eigentlich ist natürlich die Höhe nicht ultra groß, schätze ich mal ungefähr 60 cm, 70 cm Höhe. Mir langt's. Bei bösen Träumen dann nicht zu hektisch aufstehen. Hier kann ich dann meine ganze Technik steuern. Habe hier eine Truma Luftheizung mit drin. Und direkt im Eingangsbereich dann die große Küche, die den ganzen Raum dann sehr stark erweitert. Ich zeige das gleich mal, ich setze mich mal aufs Bett drauf, kann ich ein bisschen reinfilmen. Jetzt kann man die Küche auch mal komplett sehen in den Raum rein. Also wenn die Mami denn morgens den Kaffee kocht oder der Papa, dann sehe ich ihn direkt an, kann aber mit einem Vorhang hier auch zumachen, wenn mich das Ganze nicht denn interessiert. Hier können übrigens auch 2 Erwachsene schlafen, das heißt auch 4 Personen, irgendwie Freunde, die sich irgendwie treffen, die können dann hier schön Urlaub machen. Schöne Schränke, in der Mitte sogar mit einem Rollschrank, der da ist. Das ist schön gemacht. Qualitativ, es ploppt alles, nichts klappert. Großes Fenster. Direkt hier. Die 2 Stockbetten nochmal in der Gesamtansicht, die man sieht. Also hier ist der Blick quasi von hinten. Ich stehe über dem Hubbett. Ich habe also
zusätzlich zu den 2 Stockbetten noch ein großes Hubbett und das schafft mir natürlich diesen Riesenplatz, den wir gleich sehen werden, den ich ihm bis jetzt vorenthalten habe, denn das ganze Fahrzeug ist trotz dieser Länge von 7 Metern unglaublich groß. Also wir werden es gleich mal sehen. Ich habe also hier eine ganz große Sitzgruppe, eine richtige Sitzbank, die ich hier habe und habe hier dann mein Hubbett, was ich hier elektrisch rauf und runter fahren kann. Über die komplette Breite ist das Bett und das kann ich dann herabfahren und kann dann sogar die Schlafablagen liegen lassen, kann vorn die Sitze kann ich lassen, wie sie sind und fahre dann das Hubbett runter abends, wenn ich schlafen gehen möchte. Also die Kinder schlafen schon, die Eltern können in Ruhe hier noch Fernsehen gucken oder irgendwas am Computer arbeiten. Hier könnte auch noch einer schlafen, ohne dass es einen Umbau benötigt. Denn, ich sag mal, ein kleines Kind hätte hier locker Platz. Unten drunter, unter dem Hubbett dann. Auch hier, klar, wenn ich immer nur kleine Kinder habe, dann geht's. Dann im Hubbett sind mit drin Schränke integriert. Ich habe hier nochmal ein großes Licht mit dabei, dass ich also trotz Hubbett dann noch genug Licht habe. Und ich kann unterm Hubbett auch noch ganz bequem stehen. Wir sprechen hier über Mitte 50.000, 60.000 Euro. Das ist schon ein cooles Angebot. Den Tisch kann ich erweitern, sodass ich diesen Bereich, wo ich jetzt gerade sitze, dann komplett in die Gruppe integrieren kann. Und ich habe einen sehr, sehr offenen Raum. Also nichts ist irgendwie verloren durch irgendein Bett oder irgend sowas, sondern der Raum ist komplett geöffnet. Und das schafft unglaublich viel Platz. Ja, also nochmal. Doppelsitzgruppe. Gegenüberliegend nochmal eine Sitzbank, die ich komplett zum Essen mit integrieren kann. Hier habe ich 2 Gurtplätze mit drin. Vorne habe ich 2 Plätze. Hinten 2 Schlafplätze. Drunter kann ich an die Garage ran. Hier könnte aber auch der Hund drin sein. Wenn da unten sein Körbchen hat, kann ich sogar zumachen. Habe also hier den Zugang direkt zur Garage. Und habe 2 Betten mit dabei. Das untere Bett kann ich natürlich ausbauen. Wenn ich mehr transportieren möchte, kann ich es auch weglassen und habe das obere Bett dann da. Ja, Nasszelle. Ist groß mit dem berühmten Lamellensystem. Hier kann ich einfach zumachen, kann die Dusche abtrennen, die auch sehr, sehr groß ist, mit Fenster und einem Schrank mit dabei, mit lauter Fächern und einer großen Toilette, einer Kassettentoilette, die mit dabei ist. Hier habe ich dann noch eine Wand, eine Duschwand, die kann ich dann zumachen, wenn ich komplett duschen möchte. Hier kann ich mein Shampoo abstellen. Luftausströmer ist mit drin, natürlich für warme Luft. Ein Dometic-Kühlschrank von beiden Seiten natürlich, dass ich da rankomme, wenn ich hier in der Küche stehe. Dann habe ich hier den Küchenbereich komplett mit einem geöffneten Kühlschrank. Das macht absolut Sinn. Das gleiche natürlich von der Wohnraumseite aus. Wenn ich also hier später mal meine Cola rausholen möchte oder mein Wasser, dann komme ich hier auch prima ran. Hier ist noch ein Schrank. Klein, aber fein. Und oben noch ein großer Schrank für eine Mikrowelle zum Beispiel. Kleiderschrank, der so groß ist wie der in einem Wohnwagen. Mit einem großen Oberbereich. Gut, mit 4 Personen könnte auch der ein bisschen eng werden, aber er ist riesig. Also ein ganz großer Kleiderschrank mit drin. Ja, man merkt, dass Hobby Wohnwagen baut, denn das Raumangebot hier in dem Auto ist einfach nur toll. Auf einer Länge von gerade mal 7 Metern habe ich Küche, habe mein Bad, habe einen großen Wohnbereich, habe das Hubbett oben drüber. Das ist hier drauf, wo ich auch die Auflagen drauf lassen kann. Das Hubbett ist natürlich elektrisch und fahre das Hubbett einfach runter, wenn ich abends schlafen möchte, sodass dieser große Wohnraum mir komplett zur Verfügung steht, solange bis ich schlafen will. Wenn ich zu zweit fahre, könnte ich auch das hier komplett immer oben lassen. 2 Personen können also auch ganz bequem hier übereinander schlafen.
und im Heckbereich einfach Platz nehmen, würde auch gehen. Also ein ganz, ganz tolles Konzept. Hier habe ich dann Edelstahlspüle, mein Kochfeld und hier den Mülleimer mit drin, beziehungsweise ein Fach. Hier komme ich von außen einfach ran. Hier sieht man also sehr schön, hier habe ich ein Fach komplett von außen. Hier kann ich eine Getränkekiste reinstellen, die ich dann von oben einfach bedienen kann. Kann ich natürlich auch einen großen Mülleimer reinmachen. Klappe zu, hier sind die Steckdosen drin. Hier kann ich meine kleine Kaffeemaschine hinstellen, hier oben drauf. Und nochmal Fächer. Besteck und ganz tief für Schränke, für Töpfe und Co. Und dann nochmal einen großen Schrank hier, der extrem groß dann nochmal und tief ist. Ganz kurz nochmal auf den Fahrerbereich. Verdunklungssysteme sind in den Fenstern integriert. Die kann ich einfach hier rausziehen. Wie man das auch von anderen kennt. Das ist einmal hier drin und einmal das Ganze nochmal in den Fenstern an den Seiten. Die kann ich dann ausziehen, treffen sich in der Mitte. Hier ist das Navigationssystem noch nicht eingebaut. Das wird dann auf Kundenwunsch in den meisten Fällen nachgerüstet. Ablagefächer habe ich hier oben noch drauf. Hier rundum laufend. Und kann auch hier vorne mich hinsetzen zum Lesen und Schmökern. Und habe dann nochmal meinen Bereich, wo ich rausgucken kann, wenn ich mal mich ein bisschen vereinzeln möchte. Das ist hier drin. Ja, da ist er. Der Hobby. Mit Hubbett und Stockbetten im Heck. Also perfekt für eine große Familie für das Geld. Muss man sagen, eine absolute Alternative zum Kastenwagen. Denn von der Breite her bin ich nicht viel breiter. Ich habe hier eine Breite von 2,33 Meter, 2,84 Meter Länge, 7 Meter Länge, 7 Meter Länge, 2,84 Meter Höhe und eine Zuladung von 515 Kilogramm. Und ja, wie er hier steht, in Sulzemoos für 56.006,55 Euro. Und wir drehen heute, ich zeige es Ihnen mal bei wunderschönem Wetter, Optima On Tour. Oben die Markise mit drin. Das ist wirklich eine Komplettausstattung bei Hofstetter, dem Wohnwagencenter hier in Sulzemoos bei der Freistadt. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.